Du möchtest dich entspannen oder einschlafen? Dann schau dir mein Video an. Da flüstert eine YouTuberin ins vor ihr stehende Mikrofon, streicht dabei leicht über dessen Oberfläche, macht leise Klopfgeräusche und raschelt sanft mit Seidenpapier. Dabei sieht sie erst direkt in die Kamera und bewegt sich dann langsam von rechts nach links. Du sitzt im Sessel, hast es dir bequem gemacht und benutzt Kopfhörer. Die YouTuberin erzählt dir etwas im Flüsterton. Jetzt ist sie ganz nah an deinem rechten Ohr, nun an deinem linken Ohr. Du spürst ein Kribbeln auf dem Kopf und an den Schultern. Du entspannst dich, wirst müde und möchtest, dass es nie aufhört. Das erinnert dich an Homer und die Sirenengesänge? Oder vielleicht an unseren Podcast über Kunstkopfstereophonie und 3D-Audio. Ja, da liegst du gar nicht so falsch. Das Ganze nennt sich ASMR und ist mittlerweile zu einem Megatrend im Internet geworden. Über 2 Aspekte will ich in diesem Podcast reden. Der eine ist natürlich ASMR selbst und der zweite die technischen Sachverhalte. Wie entstehen ASMR-Videos? In einigen weiteren Podcasts werde ich dir einige Beispiele für ASMR-Videos geben. Da komme ich am Schluss noch drauf zu sprechen. Ja, was ist ASMR? Mein erster Kontakt mit ASMR war rein zufällig. Recherchen nach 3D-Soundbeispielen, da wurden mir Videos mit ASMR im Titel angeboten und das hat mich neugierig gemacht. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Zu Deutsch: autonome sensorische Meridianreaktion. Ziemlich sperriger Begriff. Was steckt denn da genau dahinter? ASMR bezeichnet ein Phänomen, das wohl jeder schon einmal erlebt hat. Ein wohliger Schauer, ein angenehmes, kribbelndes Gefühl auf der Haut, das vom Kopf den Rücken hinunterläuft. Es wird durch sogenannte Trigger ausgelöst, entweder auditiv, visuell, über den Geruchssinn erfahrbar, haptisch oder kognitive Ereignisse. Welche Auslöser bei jedem Einzelnen wirken und ob überhaupt, ist sehr unterschiedlich und individuell. In diesem Podcast geht es um ASMR-Videos, die hier auf YouTube angeboten werden. Daher werde ich nur auf auditive und visuelle Trigger eingehen. Viele dieser ASMR-Videos, die werden mit 3D-Sound. Ein besonderes Augenmerk lege ich daher auf den Unterschied zwischen echten binauralen Sound, also der Kunstkopfstereophonie, und den ASMR 3D-Sound. Ja, doch zurück zu den Triggern. Was sind denn auditive und visuelle Trigger überhaupt? Beispiel im auditiven Bereich Musik. Der eine bekommt eine Gänsehaut bei einer Bach-Kantate, einer Beethoven-Symphonie oder der Musica Ricercata von Ligeti. Und der andere, der bekommt seine Gänsehaut bei Songs von Beatles oder der Queen oder Bob Dylan, einem Jazzklassiker von Louis Armstrong oder einem Oldie, vielleicht von Hasi Osterwald. Und im visuellen Bereich? Tja, da kann sich jemand etwa entspannen, wenn er in eine Umgebung mit Meer, Strand und Palmen eintauchen kann oder auf einem hohen Berg steht und den Horizont sieht. Auch im visuellen Bereich wird in ASMR-Videos mit ruhigen, stehenden Bildern gearbeitet. Ebenso sind die Bewegungen und Aktionen eher stereotyp und langsam. Beispielsweise das Falten von Handtüchern,
Schreiben, die Haare bürsten, Blättern in Zeitschriften und Büchern, das Reiben der Handflächen aufeinander. ASMR-Videos, in denen ein Setting für ein Rollenspiel, das gibt es also auch, dargestellt wird. Zum Beispiel bist du in einem Laden im alten England oder beim Friseur oder auf einem Fest. Diese Videos folgen auch denselben Grundsätzen. Welche Settings eine Person nun ansprechen, hat natürlich auch etwas mit ihrem Background, ihren Erfahrungen und Vorlieben zu tun. Grundsätzlich gilt, dass der ASMR-Effekt dank angenehmer Alltagsgeräusche in Verbindung mit ruhigen Videoeffekten entsteht. Und dass ASMR-Videos auf ein immersives, dreidimensionales Hörerlebnis abzielen, auch dann, wenn sie mit visuellen Triggern arbeiten. Und nun ein kurzer Ausflug in die Geschichte von ASMR. Meist werden die Anfänge dieses breiten Interesses an dem Phänomen, was man heute als ASMR tituliert, auf einen Post eines unbekannten Users in einem englischsprachigen Gesundheitsportal im Jahr 2007 verortet. Er schilderte dieses Gefühl des angenehmen Schauers in verschiedenen Situationen. Sieht man sich die Seite der Erzeugung von ASMR-Videos an, mit welcher Art und Weise solche Videos erzeugt werden, so kann man Bob Ross, das ist ein US-amerikanischer Maler, als Pionier von ASMR bezeichnen. Er hatte in den 1980ern eine Serie im amerikanischen Fernsehen, die hieß The Joy of Painting. In der hat er mit einer ruhigen, eher leisen Stimme erklärt, wie Malen funktioniert. Gleichzeitig malte er parallel das Bild, von dem er als Beispiel sprach. Er redete mit deutlichen Pausen und daher waren in dieser ruhigen Atmosphäre die Geräusche seiner Pinselstriche, also leise Kratzgeräusche auf der Leinwand, deutlich zu hören. Videos von diesen TV-Sendungen könnt ihr heute auf YouTube finden und euch mal ansehen. Es dauerte dann noch einige Jahre, bis die heute landläufig benutzte Bezeichnung dieses Phänomens, nämlich ASMR, 2010 erstmals von Jennifer Allen verwendet wurde und sich etablierte. Ja, ich habe letzthin in Google den Begriff ASMR einmal eingegeben. Das Resultat war ungefähr 1,7 Milliarden Ergebnisse. Die ASMR-Videos auf YouTube gehen in die Millionen und die Stars haben Follower und Aufrufe in teils zweistelligen Millionenbereich. Entsprechend hoch ist ihr Verdienst über Abos und Werbeeinnahmen. Ja, auch die Werbung hat ASMR für sich entdeckt. Da gibt es ASMR-Werbeclips von Hornbach über Pflanzensamen, Steinfliesen. BMW hat ein ASMR-Video, wo uns Arnold Schwarzenegger etwas flüstert. McDonald's, Ikea, Microsoft und viele andere nutzen diesen Effekt, um für ihre Produkte zu werben. Man muss allerdings dazu sagen, dass sich ASMR vorwiegend im englischsprachigen Bereich etabliert hat. Die Themen der ASMR-Videos sind vielfältig. Einschlafhilfen, Koch- und Essvideos, technischer Support bei Computerproblemen, Tutorials, beispielsweise für Excel, Reparatur von Retroradios und Kassettenrekordern, das heute so beliebte Unboxing von beliebigen Gegenständen. Und diese ganzen Themenstellungen in den Videos alle in diesem ASMR-Flüsterton dir ins Ohr gehaucht. Ergänzt wird das Ganze durch sogenannte Rollenspiele. Da kann man in einem Laden im alten England zum Beispiel einen Zauberstab erstehen, ein Fest am französischen Hof besuchen
Oder wenn man es lieber moderner mag, kann man ein Bewerbungsgespräch führen oder einen Besuch beim Physiotherapeuten absolvieren. Also der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ja, zu ASMR als Phänomen gibt es natürlich viele Studien. Und wie sieht denn die Einordnung in der Wissenschaft aus? Natürlich haben sich Hirnforscher und Psychologen mit dem Phänomen befasst. So wurden beispielsweise Personen an der University of Winnipeg in Kanada und an der Shenandoah University im MRT ASMR-Triggern ausgesetzt. Es zeigte sich, dass nicht jeder auf diese Trigger ansprach. Aber bei den Personen, die auf diese Trigger reagierten, verlangsamte sich der Herzschlag, der präfrontale Kortex und das Default Mode Network waren vermehrt aktiv. Das Default Mode Network ist ein Ensemble von Hirnarealen, das normalerweise anspringt, wenn das Gehirn nichts zu tun hat und in eine Art Ruhemodus umschaltet. Es wurde über positive Emotionen und Entspannung berichtet. Ähnliche Ergebnisse gab es aber auch bei Personen, die konventionelle Entspannungstechniken anwendeten oder Musik hörten. Es ist also noch vieles unklar an diesem Phänomen und es bedarf noch weiterer Forschungen, um die Phänomene richtig einordnen zu können. Ja, neben den auditiven Triggern, über die wir jetzt gesprochen haben, dürfen wir die visuellen Trigger natürlich nicht unbeachtet lassen. Das Bild, das wir zum Sound sehen, beeinflusst die Rezeption und umgekehrt. Das Bild spielt in den ASMR-Videos, die mit Rollenspielen arbeiten, eine große Rolle. Und sowohl die Kostüme der Protagonisten als auch die Umgebungen sind aufwendig und möglichst detailgetreu dargestellt. Wie groß der Einfluss des visuellen Triggers aufs eigene Erleben und die Emotionen sind, erzählt der bekannte Psychotherapeut Paul Watzlawick in der folgenden netten Episode. Er saß an einem wunderschönen Morgen auf einer Bank am Ufer eines Sees und genoss die Stille. Plötzlich war hinter ihm ein ohrenbetäubender Lärm zu vernehmen. Jemand kickte mit einer leeren Dose. Wütend drehte er sich um zu sehen, wer der Störenfried denn sei. Und was er sah, war ein kleiner Hund, der hingebungsvoll mit dieser Dose spielte. Sofort verschwand sein Ärger und er sah dem Hund zu und freute sich an dem Anblick. Ein treffendes Beispiel meiner Meinung nach, wie die Sinne zusammenspielen und nicht isoliert betrachtet werden können. Ja, es geht ja auch in den ASMR-Videos um 3D-Sound und deswegen möchte ich einen kurzen Blick aufs räumliche Hören werfen. Wir haben hier ja einen Podcast, der in 2 Teilen sich eingehend mit der Kunstkopf-Stereophonie beschäftigt. Aber einige Highlights werde ich euch kurz anreißen. ASMR-Videos zielen auf ein immersives, dreidimensionales Hörerlebnis ab. Was heißt denn dreidimensionales Hörerlebnis? Fürs dreidimensionale Hören oder für binauralen Sound sind die folgenden Komponenten für das Verständnis wichtig. Einmal der Schallpegelunterschied zwischen den Ohren, subjektiv der Lautstärkeunterschied. Wenn ein Geräusch von der rechten Seite kommt, so trifft es als erstes aufs rechte Ohr und etwas später aufs linke Ohr und damit ist der Schallpegel etwas abgesunken und das wird verarbeitet. Der Zeitunterschied, mit dem der Schall das rechte und linke Ohr erreicht, ist eine zweite Komponente und die akustische Filterung. Und die akustische Filterung ist sehr komplex. Die hat zu tun mit der Kopfform, mit den Reflexionen am Oberkörper, am Kopf, die ausgewertet werden, um Richtungen zu bestimmen.
Ja, und wie gesagt, wer tiefer einsteigen möchte, unser Podcast heißt Auf der Suche nach dem perfekten Sound, von der Kunstkopfstereophonie zum 3D-Ton für Virtual Reality. 2 Teile ist hier auf unserem Kanal. Es gibt auf unserer Webseite, die ist verlinkt auf unserem Kanal, auch einen Artikel, wo man noch ausführlich über dieses Thema nachlesen kann. Und wer dann noch tiefer einsteigen will, dem können wir das Buch von Jens Blauert, Spatial Hearing, empfehlen. Jedenfalls kann nur die Kunstkopfstereophonie alle 3 Komponenten des Richtungshörens originalgetreu zum Zuhörer bringen. Im Idealfall sind die reproduzierten Ohrsignale des Kunstkopfes, der das Ereignis aufnimmt, identisch mit den Ohrsignalen, die der Hörer im Aufnahmeraum wahrnehmen würde, säße er selbst im Aufnahmeraum. Das virtuelle Hörereignis im Wiedergaberaum korrespondiert unverfälscht mit dem realen Schallereignis im Ursprungsraum. Es gibt ein sehr eindrucksvolles Beispiel, es gibt natürlich viele Beispiele, aber unserer Meinung nach ein sehr eindrucksvolles, das ist der Barbershop und den haben wir auch unten in den Shownotes verlinkt. Hört euch den mal an, mit Kopfhörern natürlich. Vielleicht kurz, wie wird Kunstkopfstereophonie aufgenommen? Bei der Aufnahme sind die Mikrofone an den Gehörgängen des Kunstkopfes platziert. Das seht ihr hier im eingeblendeten Bild. Beide Informationskanäle werden bei der Wiedergabe getrennt über Kopfhörer an die Ohren des Zuhörers geführt. Der Kunstkopf steht fest im Raum montiert und der Höreindruck folgt nicht der eigenen Kopfdrehung. Man muss beim Hören den eigenen Kopf immer in derselben Stellung, meist geradeaus, belassen. Möchte man das ändern, bedarf es eines sehr aufwendigen Aufnahmeverfahrens. Das haben wir auch in unserem Podcast und im Artikel beschrieben. Und wenn dann noch Virtual Reality Bilder zum Ton kommen, dann ist die Immersion, so wie man heute die Einbezogenheit nennt, sicherlich einzigartig. Ja, wie sieht die Technik in der ASMR diesbezüglich aus? Für die Aufnahme von ASMR-Videos werden in der Regel hochwertige Kameras und Stereomikrofone verwendet. Ihr seht das hier schematisch auch in dem Bild. Ein Kunstkopf kommt nicht zum Einsatz und so kann kein echtes 3D bzw. binaurales Audio erzeugt werden. Es gibt zwar binaurale Stereomikrofone, bei denen sind in Abstand der Kopfbreite jeweils nachgebildete Ohren, in denen die Mikrofone angeordnet sind, aber es fehlt natürlich der gesamte Kopf und der Oberkörper, der für die Head-Related Transfer Function notwendig ist. Und außerdem sind diese Mikrofone sehr teuer. Ja, ASMR-Videos arbeiten aber mit sehr ruhigen Bildern, das heißt überwiegend mit einer festen Kameraeinstellung und Mikrofoneinstellung. Und die Position des Betrachters ist meist sehr statisch. Er sieht auf die YouTuber und YouTuberin vor ihm, er steht vor einem Ladentisch, er sitzt an einem Schreibtisch, er bewegt seinen Kopf eigentlich nicht, sieht also nicht zur Seite oder nach unten oder nach oben. Daher vermisst der Betrachter den Raumeindruck, wie er bei echtem 3D-Audio entsteht, nicht. Er sieht auch keine 3D-Bildaufnahmen, die eine VR-Brille erfordern würden. Ein kurzes Fazit. AMSR-Videos nutzen viele Personen vor allem zur Entspannung. Viele dieser Videos werben mit 3D-Sound, was aber, wie wir gesehen haben, mit der Aufnahmetechnik nicht realisierbar ist. ASMR wird sich wohl weiter verbreiten. Es gibt fast kein Gebiet, auf dem es nicht solche Angebote gibt. In der Forschung wird dieses Phänomen weiter untersucht werden, um Aufschlüsse über die Wirkungsweise zu gewinnen. Ja, zum Ende möchte ich doch eine persönliche Sicht auf ASMR-Videos anfügen.
Denken wir an die Zeit zurück von den Anfängen des Radios bis Ende der 1980er. Dann kann man feststellen, dass Wortbeiträge teilweise 1 Stunde lang ohne Unterbrechung durch Musikschnipsel waren. Sie wurden in einer Sprache vorgetragen, die unaufgeregt und konzentriert war. Und nicht wie heute locker, leicht und immer unterhaltend. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen war in diesen Jahren noch sehr hoch. Heute liegt sie gerade noch bei 8 Sekunden. Und Radiosendungen passen sich daran an. Dort werden Musik, Sprache und Themen im schnellen Rhythmus und bunt durcheinander gesendet. Ein Beispiel aus der jüngsten Zeit. Der Bayerische Rundfunk plant ab 2024 die 1 Stunde morgens von 8:30 Uhr bis 9 Uhr, in der aktuelle Kulturnachrichten gesendet werden, abzuschaffen. Und in einem Morgenmagazin, wie man das heute so schön nennt, über 3 Stunden als Schnipsel einzubauen. Vielleicht helfen da ja ASMR-Videos, die teilweise 40 Minuten lang sind und sich mit einer Sache befassen, mit einer Sprecherin oder einem Sprecher, mit einem ruhigen Hintergrundbild, das sich nicht dauernd ändert, die Aufmerksamkeit wieder längere Zeit auf ein Thema zu richten und sich zu konzentrieren. In der ASMR-Community in YouTube gibt es jetzt bereits einen Trend, der sich Unintentional ASMR nennt. Ein Beispiel dafür: ein ca. 40 Minuten langes Video von 1984, in dem Apple den Macintosh demonstriert. In einer ruhigen Art, ähnlich der oben erwähnten historischen Radiovorträge. Ja, ihr findet hier auf unserem Kanal noch, wie am Anfang schon erwähnt, einige weitere Podcasts mit Beispielen für ASMR-Videos, die ich selbst eingesprochen habe. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Es wäre schön, ihr lasst ein Like da oder wenn ihr nichts mehr versäumen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen Beispielen zu ASMR, die hier auf unserem Kanal stehen. Bis demnächst wieder und tschüss.